Mein Name ist Silvan Klaudrath. Ich bin quer durch Deutschland gereist, um mich mit den spannendsten Führungspersönlichkeiten Deutschlands auf einen Kaffee zu treffen. Heute bei Culture Coffee Florian Westphal, der ehemalige CEO von Ärzte ohne Grenzen. Deutschland ist ja das Land der Vereine, sagt man so landläufig. Ihr seid ja auch ein Verein. Macht euch das typisch deutsch? Also so als sagen typisch deutsch sehe ich uns eigentlich nicht so, weil naja, wir heißen nicht ohne Grund Ärzte ohne Grenzen. Also dieser Gedanke der tatsächlich internationalen, grenzenüberschreitenden Solidarität ist schon sehr präsent, eigentlich in der DNA unserer Organisation von Anfang an. Und außerdem haben wir tatsächlich auch das Glück, und ich glaube, das sehen wir auch so, dass wir in einem sehr internationalen Team zusammenarbeiten, auch hier im Berliner Büro. Wir haben wahrscheinlich so etwa doch ein bisschen mehr als ein Fünftel von Kolleginnen hier, die nicht aus Deutschland kommen. Unsere beiden Arbeitssprachen im tagtäglichen sind Deutsch und Englisch. Und ich glaube, also die meisten Leute, ich auf jeden Fall, sehen das hier als totale Bereicherung. Ich finde es einfach toll, auch tatsächlich, dass es uns gelingt, haben wir gerade gehabt, seit einigen Monaten einen Arzt zu gewinnen, hierher zu kommen, für uns zu arbeiten, für unser medizinisches Team, der ursprünglich aus Ruanda kommt und der aber für Ärzte ohne Grenzen schon auf allen möglichen Kontinenten im Einsatz war. Das ist total bereichernd. Insofern ja, ich nehme uns nicht so als typisch deutsch wahr, aber wir gehören natürlich dazu. Ich meine, wir gehören auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass wir gar nicht, großen Teil dieser Gesellschaft gar nicht so unähnlich sind. Also ich glaube auch, ja, dass Deutschland um einiges internationaler und vielfältiger ist, als das manchmal so dargestellt wird. Zum Glück. Und ihr habt ja, glaube ich, auch Wurzeln in Frankreich. Genau. Das heißt, 71 hatte ich in der Vorbereitung gesehen, wurde das Ganze gegründet. Und wann ist das eigentlich nach Deutschland rübergeschwappt? Weiß man das? Ärzte ohne Grenzen in Deutschland gibt es seit 1993. Okay. Das ist alles relativ schnell gegangen. Ne? Wir sind nächstes Jahr 50 Jahre alt. Das ist wirklich nicht so alt. Und trotzdem ist es total interessant, wenn man sich diese Bilder der Gründung in Frankreich anguckt, das ist, wie sehr sich die Welt geändert hat. Das sind so Schwarz-Weiß-Fotos, alles Männer in Anzügen, die sitzen um so einen quadratischen Tisch und rauchen wie die Schlote. Ja? Typisch Das klingt Ärzte jetzt natürlich. klingt sehr französisch für mich, ehrlich gesagt. Schön meine Vorurteile hier. Aber tatsächlich sozusagen, wie letztendlich dieser Gedanke, diese Idee, die hatten, ne, dieser Funke, wie sich der verbreitet hat, eigentlich eben dann erstmal in Europa und globalen Norden, jetzt aber zusätzlich im globalen Süden. Ne? Wir haben eine neue Sektion in Westafrika, neue in Ostafrika aufgemacht, Lateinamerika entwickelt sich extrem stark. Also das sind nicht mehr nur noch Einsatzländer, sondern das sind wirklich Länder, die die Zukunft dieser globalen Bewegung aktiv mitgestalten. Das ist echt sehr, sehr spannend. Also wir sind von Frankreich aus weit gekommen. Ihr habt ja dann in der DNA schon ganz unterschiedliche gesellschaftliche Kulturen, wahrscheinlich auch Unternehmenskultur. Gleichzeitig seid ihr in ganz unterschiedlichen Kulturen unterwegs da draußen in der Welt und erlebt bestimmt auch völlig fremde Art zu führen. Also ich stelle mir vor, ihr müsst ja auch mit öffentlichen Institutionen arbeiten in Land XY und die ticken ja bestimmt komplett anders. Ja. Wie anders ist das und wie geht ihr damit um? Also sehr anders und ich glaube sozusagen, das wird auch zunehmend eine der zentralen Herausforderungen sein. Ne? Wie können wir letztendlich diese Vielfalt auch produktiv nutzen? Also ich habe selbst aus meiner eigenen Erfahrung eine Geschichte, die kommt noch vom Roten Kreuz her. Ich hatte das Glück, mal ein Jahr in Südostasien zu leben und habe das extrem genossen, super spannend und so. Aber tatsächlich mich auf diese Verhalten einzustellen, wo Leute eben tendenziell erstmal nicht so direkt kommunizieren. Und nicht Nein sagen beispielsweise. Und, genau, ne? Und sehr viel auf das Gesicht wahren und so ausgelegt sind. Damit habe ich mich damals echt schwer getan. Also ich hoffe, dass ich da eine ganze Menge dazugelernt habe und finde interessanterweise, dass dieses Gesicht wahren auch hier extrem wichtig ist in zwischenmenschlichen Beziehungen. Kann man Konflikte lösen, zum Beispiel, indem man es trotzdem allen Seiten und Konflikte auch entscheiden, aber auf eine Art und Weise, die es trotzdem allen Seiten erlaubt, ihr Gesicht zu wahren und ihre Würde zu wahren und da rauszugehen. Ich glaube, wir unterschätzen das manchmal, wie wichtig das auch für uns ist. Aber so in Südostasien, das fand ich erstmal echt schwierig. Ich habe das Gefühl, ich finde hier keinen Zugang, weil es war alles immer extrem sympathisch, ja, super offen, total welcoming, aber
Ich bin irgendwie nicht rangekommen, ich habe es nicht verstanden. Ne? Und damit werden wir zunehmend echt zu tun haben. Wir schaffen es bei Ärzte ohne Grenzen, uns selbst innerhalb der angeblich ja so eng zusammenlebenden auch europäischen Kulturräume und Länder durchaus auch immer mal wieder ziemlich unproduktiv zu kloppen, muss man ganz deutlich so sagen. Ne? Aber wie gesagt, diese Vielfalt zu nutzen und echt daraus zu lernen, da haben wir jetzt eine Riesenchance, die wird immer größer. Aber die wird uns nicht immer so leicht fallen. Und mir auch nicht. Und noch einmal zurück zu den Einsätzen, wenn ich mir vorstelle, wie anders das da vielleicht ist. Ihr habt ja bestimmte, ich sag mal, in eurer DNA ist vielleicht, ihr erwartet halt bestimmte Zusagen und dann bestimmte Lieferungen auch auf der anderen Seite und dann passiert das einfach nicht. Ja. Was macht man denn dann? Es wird ja andauernd passieren wahrscheinlich. Wir sind ja letztendlich oft in so einer interessanten Situation, dass wir eigentlich eine große Organisation sind. Also zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik sind wir tatsächlich anscheinend der größte formale Arbeitgeber im ganzen Land. Krass. Als Ärzte ohne Grenzen zusammen. Aber wir haben oft gar nicht so viel Macht. Wir haben oft gar nicht so viel Einfluss. Schon gar nicht, wenn wir es letztendlich in einem Land sind, wo die Macht leider aus dem Gewehrlauf kommt. Wo letztendlich die Macht gehalten wird von Männern, die bewaffnet sind. Und wir sind nicht bewaffnet. In so einer Situation kann man nur immer weiter reden, diskutieren, überzeugen, transparent agieren, transparent und vorhersehbar agieren. Das heißt, auch mit Prinzipien, die man auch einhalten muss, auch Standpunkten, auch vertreten, nicht alles tolerieren, nicht zu allem Kompromisse machen, aber vor allem vorhersehbar und transparent agieren. Wir müssen unheimlich viel überzeugen. Letztendlich. Ne? Also klar gibt es dann, weil auch in so vielen Ländern, wo wir arbeiten, eben leider so die normalen Mechanismen, ne? Ich bin beklaut worden, ich gehe zur Polizei, da wird die Anklage erhoben, es gibt eine Ermittlung, es geht vor ein Gericht. Rechtssicherheit. Da kann ich mich in ganz vielen Ländern, wo wir arbeiten, nicht darauf verlassen, dass das passieren wird. Da muss ich halt andere Lösungen finden. Da muss man manchmal schon ziemlich hart schlucken. Ja, also weil natürlich letztendlich irgendwie Schwierigkeiten gelöst werden, aber jetzt oft nicht auf eine Art und Weise, die wir als akzeptabel und normal empfinden würden. Du hast gerade so, glaube ich, bewusst gesagt, Männer mit Gewehren. Ja. Also ist das sind ja vor allem Männer. Ich wollte gerade nämlich fragen, ist der Kern oder die Wurzel dieses Leids, was da überall steht, männliches Ego? Ist das... Ich habe das Gefühl, dass das eine Menge damit zu tun hat, ja. Und ich glaube aber auch, womit es auch zu tun hat, ist irgendwie, es ist sozusagen der Antrieb, der zur Gewalt führt, aber es sind ja auch die Mechanismen, die existieren, um die Gewalt einzudämmen. Weil die Gewalt sehen wir hier auch. Ne? Letztendlich relativ viel, auch gesellschaftlich. Die geht auch übrigens zumeist von Männern aus, auch hier. Aber wir haben halt relativ effektive Mechanismen, um sie einzudämmen. Ich habe nur durch diesen Job und die Tätigkeit für das Rote Kreuz vorher tatsächlich festgestellt, wie wichtig das ist, eine funktionierende Polizei zu haben. Und wie schlimm das ist im Land, war mein erster Einsatz im Ostkongo, wie schlimm das ist, im Land zu leben, wo du letztendlich diese Sicherheit nicht mehr hast. Dich auf nichts verlassen kannst. Du kannst dich auf nichts verlassen. Du bist total alleine. Wenn du mit brutaler Macht und Gewalt konfrontiert bist in diesem Land, bist du oft total alleine. Es gibt niemanden, an den du dich wenden kannst, der dir helfen kann. Und weil sogar die Ordnungskräfte sind Unordnungskräfte, die sich vor allem um ihre eigenen Interessen kümmern. Das ist schon, deswegen dieses Zusammenspiel, ne? Der Antrieb zur Gewalt, aber auch, wie wird das eigentlich gecheckt, wie wird das eigentlich eingedämmt und kontrolliert. Also das staatliche Gewaltmonopol ist ja immer so ein bisschen so eine Lehrbuchphrase, aber das hat eine enorme Wichtigkeit. Also berührt mich total. Ich meine, ich bin ein weißer westlicher Mann. Ich habe nie Unterdrückung erlebt. Also ich auch nicht. Genau. Ich war nie mit konfrontiert. Und solche Sachen berühren mich dann, wenn ich zum Beispiel Dokumentationen schaue. Es gibt eine, die heißt, ich glaube, The White Helmet, läuft auf Netflix. Und da geht es um eine Gruppe von freiwilligen Helfern, also sozusagen Erzhelfer, quasi Sanitäter, die in Syrien da im Krieg einfach versuchen, den Leuten zu helfen. Und was mich so daran berührt hat, dass die ohne jede Rücksicht auf Leib und Leben beiden Kombattanten und in erster Linie den Zivilisten halt helfen. Aber für die zählt nichts außer das Helfen. Also das ist so beeindruckend, das zu sehen. Erlebt ihr das oft, dass auch gerade die lokalen Leute so kämpfen?
Echt vielen Dank, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das ist tatsächlich ein Faktor, der auch in unseren Gesprächen, in unserer Kommunikation viel zu oft, viel zu kurz kommt. Ja, es sind eindeutig vor allem immer die lokalen Leute, die zuerst helfen. Und du erzählst von den White Helmets. Mein Beispiel für mich ist wiederum erster Feldeinsatz Ostkongo 1999, 2000. Echt Rebellen kontrolliert, wirklich schwierige Umstände. Was haben da die Freiwilligen vom lokalen Roten Kreuz alles geleistet? In ganz echt. Und die sind ja genauso betroffen von diesen Konflikten wie alle anderen auch. Und trotzdem raffen die sich da irgendwie auf mit dem wenigen, was sie haben und helfen und machen immer weiter. Das ist irgendwie, das ist bewundernswert und ich glaube, es ist sehr wichtig, diese Geschichte immer wieder zu erzählen, weil letztendlich, ne, was wir von draußen bringen können, was auch Leute wie ich als weißer, privilegierter Mann in Situationen wie in Afrika machen kann, das muss letztendlich darauf hinauslaufen, die Hilfe, die sowieso schon geleistet wird, irgendwie mit zu stärken und mit zu unterstützen. Aber nicht so zu tun, als ob ohne uns, die von draußen kommen, gar nichts mehr laufen würde. Das entspricht nicht der Wahrheit. Also und da gibt es tatsächlich auch so ein echtes Problem, was wir als humanitäre Hilfsorganisation auch haben. So dieses White Savior, ne? Der weiße Retter, dieses Syndrom. Und das ist gut, dass wir damit auch immer mehr kritisiert und konfrontiert werden von Leuten aus den betroffenen Ländern, die sagen, hey, Moment, dieses Narrativ, finish, das war noch nie wahr und das hören wir uns jetzt auch nicht mehr an. Wir sind die Ersten, die helfen, hier vor Ort. Und das stimmt auch. Hat ja auch einen negativen Effekt, finde ich, im Heimatland, in Deutschland. Ja. Leute, die dem gegenüber kritisch stehen, die sagen dann ja, guck mal hier, jetzt müssen wir den anderen helfen, was ja aber irgendwie der falsche Narrativ ist, wie du gerade sagst. Ne? Genau, also wir haben auch tatsächlich manchmal wirklich versucht, und das ist gut aufgenommen worden, zum Beispiel in unserer Kommunikation auch gegenüber Spender und Spenderinnen hier, also die visuellen, die Kampagnen und so weiter, ganz bewusst zu sagen, hier haben wir ein Foto für unsere Jahreskampagne, da hilft ein Arzt aus der Zentralafrikanischen Republik einem Kind im benachbarten Tschad. Für uns, die die Story nicht wissen, ist das erstmal ein afrikanischer Arzt, hilft einem afrikanischen Kind. Aber das ist total wichtig, dass eben diese Message rüberkommt, dass das Prinzip, wir haben fantastische deutsche Mitarbeiter, die immer wieder ins Feld gehen, enorm viel leisten. Aber es ist nicht so, dass ohne die Ärzte ohne Grenzen nicht helfen würde, sondern auch die würden sagen, der Großteil, der hier wirklich geleistet wird, der kommt von den lokalen Leuten vor Ort und der kommt auch von Leuten aus Nachbarländern zum Beispiel. Und wir sollten deswegen sozusagen dieses deutsche Element, natürlich sind die für uns total wichtige Botschafter hier in Deutschland, um zu erzählen, was sie machen, aber wir wollen schon dieses ohne Grenzen, diesen globalen Solidaritätsgedanken immer nach vorne stellen.